Herzlich willkommen zur heutigen Voiceplay Reaction auf We Don't Talk About Bruno aus dem neuen Disney-Film Encanto. Und hier im ersten Frame sieht man schon direkt die ganzen Details von Voiceplay. Hier mit Palmen, mit dem Kunstrasen, mit den Fässern, mit Blumen, mit dem Hintergrund. Also es ist immer richtig, richtig cool. Heute mit Ashley Diane, eine super tolle Sängerin. Die hat mir schon mal und richtig toll hoch, aber auch sehr direkt und sauber. Also lass uns starten. Whoa. We don't talk about Bruno, no, no, no. We don't talk about Bruno. Das But von ihr kommt richtig reingeschossen. Also no, But. Das ist cool. Und es geht direkt los. Ja. It was our wedding day. Sie singt was vor und dann antwortet er darauf. Mit so einem richtig coolen Dialekt. Gefällt mir. Out in the sky. Bruno walks in with the mischievous grin. Und Licht. So, dass ich so viel stoppen muss, aber es geht gleich direkt richtig ab hier. Und zwar hier gerade Blitz und dann hat es zu grün sich geändert, das Licht. Also richtig cool mit dem Licht auch gemacht. I'm sorry, mi vida go. Bruno says it looks like rain. What did he tell her? In doing so, he floods my brain. Regenschirm. What a joyous day, but anyway. We don't talk about Bruno, no. Hier die zwei Männer an der Seite. No. Cool gemacht. Und auch schauspielerisch, ne? Gefällt mir richtig gut. Und er hat seinen Spaß hier, Caesar. Er hat seinen Spaß mit seiner Rolle. Hey, Bruno living pure, Bruno stuttering or stumbling. I can always hear him sort of muttering or mumbling. I associate him with the sound of falling sand. Dieses das ist cool, aber ich weiß nicht, wer das macht. Also, weil er singt ja, also er kann es ja nicht sein. Vielleicht haben sie es auch einfach drunter noch gelegt. Aber ein cooler Effekt, so ein bisschen Rhythmus reinzubringen. Hey, Bruno living pure, Bruno stuttering or stumbling. I can always hear him sort of muttering or mumbling. I associate him with the sound of falling sand. It's a heavy lift with a gift so humbling. Always let the boy and the family fun. Oh, hier die drei, alles Gleiche, sehr fein, weich und so. Das ist einfach toll. Einfach toll. Das kann man halt machen mit einer A-Cappella-Gruppe. So Parts einfach hervorheben durch andere Stimmung oder durch Kraft der Stimme. Toll. Reveling the prophecies I couldn't understand. Hier die Hallfahne schön ausgekostet. It's a heavy lift with a gift so humbling. Always let the boy and the family fumbling. Reveling the prophecies I couldn't understand. Do you understand? 7-foot frame, rats along his back, When he calls your name, it all fades to black. Okay, müssen wir auf jeden Fall nochmal hören. Okay, also hier kommt Jeff. Lane darf und dann kommt Jeff, okay? Muttering or mumbling. I associate him with the Und sound. dieses rasch auf dem linken Ohr, das fesselt mich irgendwie. Keine Ahnung warum, aber es fesselt mich. Aber ist cool. Falling sand. It's a heavy lift with a gift so humbling. Always let the boy and the family fumbling. Reveling the prophecies I couldn't understand. Do you understand? Das Licht, bam, ändert sich. Und hier das Grün von hinten und das Blau von vorne. Ich habe hier auch Blau und Grün, habe ich schon im Thumbnail gesehen. Ja, also ein cooler Wechsel. Und jetzt hier die düstere Stimme, die von der Nacht soll das natürlich rüberbringen hier, das Blau. Und Jeff ist dran. 7-foot frame, rats along his back. Ich glaube, die haben vorher noch eine Bassspur drunter, trotz seinem Singen. Also Jeff singt und gleichzeitig haben sie aber auch noch drunter die Bassspur immer noch laufen oder hat halt dann zweimal eingesungen, weil jetzt wechselt er von seinem Part, von seinem Singpart in den Basspart wieder um. Noch kurz hinhören. 7-foot Ja, das Bass drunter, ja. frame, rats along his back, When he calls your name, it all fades to black. Also hier sitzt der Fokus nicht ganz direkt, aber es ist alles okay, weil vorher saß er immer perfekt. Und hier
Jeffs ein tiefer Ton mit Hall, richtig viel drunter, Hall, 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 dass da der Ton richtig toll wirkt. When he calls your name, it all Fades to yeah, he sees your dreams and feasts on your screams. We don't talk about Bruno, no, no. We don't talk about Bruno. Oh, hier, Lane hat einen richtig tollen Ton hier und wieder eine Verzierung drin, wunderschön. Vor allem alle drei da oben haben richtig tolle Parts. Screams. We don't talk about Bruno, no, no. We don't talk about Bruno. He told me my fish would die the next day dead. Hier noch eben sogar Grimassen ziehen, richtig toll. Und wieder mit Dialekt. Toll. He told me my fish would die the next Oh, day. dieser Rhythmus. Ah, da war noch ein Blob vom Lane. He told me my fish would die the next day dead. Oh no. He told me I'd grow up and just like he said that all of my hair would disappear. Now look at my hair. Hier fässt ihn an Haaren an seiner Glatze. So toll. Said that all of my hair would disappear. Und hier auch immer. Hier noch unten mit dem tiefen Schlag dazu. Und noch die immer schneller und dann wieder kurz Pausen und nochmal. Cool gemacht. Would die the next day dead. Oh no. He told me I'd grow up and just like he said that all of my hair would disappear. Now look at my hair. Your fantasy when your prophecy is red. Das ist aber Monik. Your fantasy when your prophecy is red. He told me that the life of my dreams would be promised and someday be mine. Cool. Echt cool. Was haben sie hier gemacht? Ich glaube, also es ist auf Slow Motion. Das heißt, sie haben es schneller aufgenommen und dann verlangsamt. Das heißt, sie mussten in der Aufnahme das Ganze schneller singen, um es dann nicht zu verlangsamen. Okay, aber cooler Effekt. Und dieses Runterkommen, weil jetzt singt er nur sie und der Bass, der macht nicht Jeff, glaube ich. Der macht Ellie. Nee, Lane. Dreams would be Ja. Sie singt und Lane macht der Bass dazu. promised Und and hier kommen die Blütenblätter geflogen. Und von hinten haben wir jetzt so rosa Licht. Also sehr cool. someday be mine. He told me Hä? that Da war halt was anderes an. Me that Hier hat er diesen Mantel. Also mit diesem mit der Decke oben. the life of my dreams would be promised and someday be mine. Man sieht auch, es passt nicht ideal. Das haben sie eben schnell eingesungen und dann verlangsamt. Deshalb ist der Bund nicht immer perfekt passend. Aber ein cooler Effekt ist es allemal. Und jetzt haben sie ja reingezoomt zu ihr. Und jetzt, zack, hat sich Jeff umgezogen in dem Outfit von ihr auch. Jetzt kann er auch in seinen Haaren rumspielen. he told me that my power would grow like the grapes that thrive on the wood. Wunderschön. Told me that the man of my dreams would Und be hier im Oben ist noch von der hohen Stimme was eingemischt worden. Also sehr interessant auf jeden Fall, weil das singt hier keiner. Das ist hinzugefügt auf jeden Fall. Aber cool. He told me that the man of my dreams would be just out of reach, betrothed to another. It's like I hear him. Was mir auffällt, dass der Bass oder dass Jeff hier gerade auf das linke Ohr gepannt wurde. Das machen sie, glaube ich, normalerweise nicht. Betrothed to another. It's like I hear him. Und dann hier, okay, ich weiß, warum sie es gemacht haben, weil jetzt haben sie Ellie dann auf das rechte Ohr gepackt, also ein bisschen nach außen gedreht, die Regler, damit es halt mehr Raum kriegt, aber es hat mich irgendwie gewundert, dass sie Jeff auch mal auf die Seite gepannt haben. To another. It's like I hear him.
Oh, der Akkord war gerade richtig cool. Also ich dachte schon, es geht in eine andere Tonart, aber ich glaube, es geht nicht in eine andere Tonart. I can hear him, Bruno. Yeah, about that Bruno. I really need to know about Oh, Lay macht den richtig coolen Schlagzeug-Beat. Bruno. Give me the truth and the whole truth, Bruno. Isabella, your boyfriend's here. Okay, dieser Ton war irgendwie eingeschoben auf jeden Fall. Jetzt ist wieder alles normal. Und jetzt kommt hier ein richtig cooler Abschnitt. Your boyfriend's here. He calls you. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Genial. Also, nochmal. Da müssen wir jetzt ganz genau hingucken. Your boyfriend's here. Oh, hier, dass die zwei die gleiche Bewegung machen und so in diesen Beat mit voller Energie reingehen. Gefällt mir super gut und das treibt das Ganze richtig voran hier, dieser Teil. Gefällt mir super, super gut. Und Chef! Was macht denn Chef da für tiefe Töne hier? Und jetzt, dann kommt die Maus. Genial. Die krabbelt sogar noch und er erstreckt sich wirklich. Aber auch hier haben sie wieder was mitgedacht. Und zwar, der Schrei kommt von der linken Seite aus dem Kopfhörer raus. Also hier ist er lauter und hier ist er etwas leiser. Also das heißt, sie machen dem Zuschauer das deutlich, dass da drüben Jeff ist. Und zwar machen sie auch den Ton, also der Schrei, auch auf die Seite. Super cool. Muss man aber Kopfhörer aufziehen oder halt Stereo-Boxen haben, damit man das auch hört. Aber cool. In der Post-Production gemacht. Okay, aber was Jeff da für tiefe Töne zieht? Oh, hey, diese tiefen Töne. Das war grenzgenial. Also unglaublich, Jeff. On your screams. We don't talk about Bruno, no. Okay, also es klingt unglaublich gut und lädt zum Mitsingen ein und so weiter. Aber auch wieder hier, fällt mir heute irgendwie komplett oft auf, aber hier haben sie auch wieder links und rechts drauf geachtet. Wenn er singt, also Sisa, ist er auf der linken Seite und Ellie auf der rechten Seite. Das heißt, die haben das vorher schon im Schnitt sich überlegt, wie die nachher stehen und dann auch so eben das bearbeitet. Aber es ist einfach stimmig. Und das ist, finde ich, toll. Das haben sie wirklich sich was bei gedacht. Alle singen was anderes. Es ist ein Traum. Oha. Ein heftiges Ende. Oh, hier ihrer Part. Toll, einfach toll. Und ergänzt sich mit den zwei männlichen Stimmen perfekt. Okay, hier. Sisa und Ellie. Volle Energie. Bruststimme. Zack, zack. Und dann hier schön hoch mit so ganz feinen Harmonien und Verzierungen kann hier Ashley toll ihre Stimme präsentieren. Okay, aber die zwei, die machen das einen Ticken früher. Also
ich dachte, es kommt ein Titel später, aber es ist ein Titel früher gesetzt, den ihre kräftigen Töne. Und sie kommt dann so auf dem letzten möglichen Zeitpunkt, sage ich mal so. Oh, dieses Solo hier von ihr. Und jetzt kommt aber noch sein Solo. Ja. Genial. Und jetzt, was macht er? Hier, was macht er denn da? Ich glaube, das soll das ist der Name vom Song. We don't talk about Bruno. Irgendwie so. Grenzgenial. Aber nicht gesprochen, schon gesprochen, aber so mit Percussion vermischt. Genial. Super, super. Und hier, der letzte Ton. Der geht normal hier kompletter Karussell um den ganzen Kopfhörer rum. Also danke Voiceplay für dieses tolle Cover. Hat mir richtig viel Spaß gemacht und vor allem diese poppige und rhythmische Art des Songs heute. Also sie haben es richtig gut vorangetrieben und natürlich oben hier mit Ashley, Ellie und Sisa haben ein wirklich harmonisches Trio abgegeben und dann Jeff mit seinen tiefen Tönen bis in den Keller und Lane mit seinen rhythmischen Elementen, We don't talk about und so. Also richtig toll. Also wirklich, hört euch nochmal an. Ohne meine Unterbrechung, mit Kopfhörer, mit Boxen und dann genießt es. Also war wirklich richtig toll hier wieder mal. Eine Reaction und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!